Yvonne, sag uns, was wir lesen sollen. Was sollen wir lesen? Ich habe euch noch einen Buchtipp, weil ich habe gerade ein Video gemacht zu den Christina-Büchern. Jetzt habe ich noch ein zweites Buch, ich bin da noch nicht ganz durch selber. Wie gesagt, gleiches Problem. Abends bin ich zu müde zum Lesen. Morgens muss ich irgendwie andere Dinge machen, nämlich arbeiten, aufstehen und meine Sachen machen, umsetzen. Hier ist ein zweites Buch. Das geht um Manifestieren. Neville Goddard, wer kennt es nicht? Ich hoffe, ihr kennt es. Neville Goddard. Die gesammelten Werke, Complete Book Collection, including, soll ich alles vorlesen? The Power of Awareness, at Your Command, ist halt Englisch, ne? Für alle die, die jetzt halt nicht Englisch sprechen, das findet man sicher auch auf Deutsch. Ich lese halt immer gern das Original, wenn ich kann. Und ja, sind einfach sozusagen die gesammelten Werke, das gesammelte Werk von Neville Goddard. Es geht um Law of Attraction, Law of Assumption, Gesetz der Annahme, Gesetz der Anziehung, Gesetz der, man kann, ne, es ist alles dasselbe, ein bisschen anders genannt, Gesetz der Erwartung, Gesetz der, ne, mehr oder weniger deine Gedanken schaffen deine Realität, Gedanken haben Einfluss auf deine Sprache, auf deine Worte, die du benutzt. Gedanken sind ja auch schon Worte, deshalb achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Realität. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer das gesagt hat. Sorry, Autor, sorry, schlauer Mensch, der das mal so gesagt hat. Ihr kennt es bestimmt. Auf jeden Fall geht es genau darum, dass ihr halt euch bewusst werdet. Und da sind wir wieder bei Dualseelen und bei Erwachen. Es geht darum, euch bewusst zu werden, dass ihr mächtig seid, dass ihr eure Realität erschafft, dass ihr mehr seid, als man euch weiß macht, dass ihr Freiheit seid, zu denken und zu wollen, was ihr wollt, zu wollen, was ihr wollt. Ja, macht Sinn. Und ja, dass ihr euch befreit aus den Ketten der Gesellschaft, kann ich noch sprechen, aus den Ketten des Diktats, der Obrigkeit, der Autorität, was man nicht weiß, was man nicht will, dass wir wissen, das könnt ihr wissen, weil es gibt ja YouTube und es gibt ja andere Quellen als die Massenmedien, die ihr euch gar nicht so zumuten sollt, wie ihr das vielleicht macht, obwohl ich weiß, dass viele von euch das nicht mehr so tun. Schreibt es gerne auch unten rein, wie ihr das so haltet mit den Medien. Und ja, nochmal, ne, ich empfehle es. Es ist wirklich einfach, ich sage jetzt nichts zum Autor. Ihr könnt euch selber informieren. Das ist halt Neville Goddard, das ist ein Begriff in der Law of Assumption Community. Und das geht einfach rein, wie er es beschreibt und was er für Beispiele nimmt und was er für praktische Beispiele nimmt. Und jeder, der irgendwie kritisch noch ist und da skeptisch ist und das nicht glaubt und dann die Beispiele liest, ich sollte euch ne, so ziemlich überzeugen, dass es alles echt und real ist und ihr alles haben könnt, was ihr wollt. Wendet es nicht sofort auf die Dualseele an, weil zuerst müsst ihr eure Neediness, eure Bedürftigkeit überwinden und erstmal euren Heilpfad hinter euch bringen und alles heilen an euch, was euch von Liebe, von wahrer Liebe und von einer gesunden Beziehung mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht, ist mir so ziemlich egal, auf was ihr steht, abhält. Deshalb, das Heilen wird nicht ersetzt mit Gesetz der Annahme. Es geht darum, alle Blockaden und alle Verletzungen zu heilen, um ganz zu euch selber zu werden. Aber es ist ein gutes Tool, das man dazu nutzt und dazu nutzen kann. Und ich empfehle es wärmstens. Ich benutze es auch in meinen Coachings mit meinen Kunden und habe tolle Resultate damit, respektive meine Kunden. Also zögert nicht, wenn ihr was ändern wollt in eurem Leben, wenn ihr Unterstützung wollt auf eurem Dualseelenweg. Ich freue mich, für euch da zu sein und sage bis bald. Tschüss.